Hallo und herzlich willkommen bei der Model Car World. Wir befinden uns hier an einer sehr ungewöhnlichen Location für unsere Videoclips. Wir sind hier im Museum Erfinderzeiten in Schramberg im Schwarzwald. Es ist nicht weit von meinem Wohnort Teningen entfernt und hier ist einer meiner Lieblingsorte, es ist ein wunderschönes Museum. Deswegen würde ich hier gerne ein schönes Plätzchen suchen, um Ihnen die beiden neuen Modelle der Model Car Group vorzustellen. Bis gleich. So, ich sitze nun in der Werkstatt von Hermann Brummer, in der nachgebildeten Motorradwerkstatt im Museum und habe zwei ganz spezielle Fahrzeuge dabei. Der Ford Cortina Lotus oder auch Lotus Cortina. Es ist für mich eins meiner Traumfahrzeuge, weil es ist irgendwie ein Fahrzeug, es ist in sich ein Widerspruch. Wenn wir jetzt einen Alpha GTA zum Beispiel nehmen, der basiert auf dem GTV, ist ein Sportwagen. Aber hier, der große Wettbewerber damals, basiert auf einer biederen Familienkutsche. Wenn Sie sich jetzt den Renntrim wegdenken, muss man sagen, es gibt fast nichts Spießigeres bei den klassischen Fahrzeugen als der ganz einfache Ford Cortina mit der 1200er Maschine. Und auf der anderen Seite des Widerspruchs dann diesen Wahnsinns-Sporterfolg, diesen Lotus DOHC-Motor von Colin Chapman eingebaut. Und diese Widersprüchlichkeit macht für mich einfach diesen totalen Reiz dieses Fahrzeugs aus. Ist für mich immer, gehört zu einem meiner Wunschfahrzeugen. Wenn ich morgen Lotto-Millionär wäre, dann wäre das eins meiner Traumfahrzeuge oder vielleicht das Fahrzeug, was ich mir dann leisten würde. Nicht in Kriegsbemalung, ganz einfach in hellem Schlüpferblau, wie in der Buchhalter in England fuhr oder die Luxushausfrau in England fuhr. Und dann aber unter der Motorhaube die pure Lotus-Technik. Ja, soweit zu meinem persönlichen Empfinden. Das Fahrzeug wurde 1962 vorgestellt. Es hat einen ganz witzigen Entwicklungsnamen, nämlich Archbishop, auf Deutsch Erzbischof. Warum? Die Engländer liebten schon immer zweideutige Wortspiele und das Gegenstück zu ihm war der Ford 12M, den die Amerikaner für Ford Deutschland entwickelten zur damaligen Zeit und der hatte den Entwicklungscode Cardinal für Kardinalvogel, aber die Engländer hatten aus Kardinal den kirchlichen Würdenträger gemacht und hatten dann den Erzbischof entgegenzusetzen. So ein typisch englisches Wortspiel. Ja, 62 wurde er vorgestellt als 1200er und als 1500er. Von Anfang an war schon klar, dass man hier auch ein Sportfahrzeug draus macht. Man hat sich angeguckt, in welcher Sportklasse wird man fahren. Es wurde schnell festgestellt, zur Homologation waren 1000 Stück nötig. Bei 1000 Stück ist man in einer Bastelwerkstatt schon am Ende, also musste man zum Profi gehen. Man ging damals zu Colin Chapman vom Team Lotus und Colin Chapman war damals gerade an der Einführung des Lotus Elan, brauchte dringend Geld, war sowieso immer knapp und hatte da schnell zugesagt. Einen passenden Motor hatte er eben vom Elan oder vom Lotus 7 schon in der Kiste. Das war ein 1600er Motor, der auf Ford-Komponenten sowieso basierte. Es war ein DOHC-Motor, Double Overhead Camshaft, das heißt zwei oben liegende Nockenwellen drin. Also ideal, um den Motor als Basis zu nehmen für ein sportliches Fahrzeug. Da mit zwei oben liegenden Nockenwellen konnte man frisieren, konnte man tunen, konnte man in alle Richtungen gehen. Die Fahrzeuge gingen also zu Lotus, wurden dort umgebaut, bekamen, wie gesagt, den Lotus-Motor, bekamen Alutüren, Aluhaube, Alu-Kofferdeckel, bekamen eine komplett neue Hinterachse. Da die Blattfederhinterachse vom serienmäßigen Cortina hielt man damals für wenig renntauglich. Gerade das war dann der Schwachpunkt allerdings beim Lotus Cortina später. Mit einem Differential aus Aluminium gab es immer Probleme, Undichtigkeiten, es hat sich verzogen. Und viele Sportfahrer haben dann witzigerweise auf die Serienhinterachse
zurückrestauriert oder zurückgearbeitet, was uns heutzutage sehr viele spektakuläre Bilder zeigt, weil die Hinterachse war das schwächste Teil am Fahrzeug und da gibt es viele Bilder. Fahrzeug hebt ein Rad, Fahrzeug steht quer und ist alles der zurückgebauten Hinterachse geschuldet. Ja, freut mich, dass die Model Car World mit diesem MCG-Modell in 1:18 diesen Lotus umgesetzt hat. Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, wusste ich sofort, Leute, da müssen wir ein Video draus drehen. Gerade zu dem Typ, weil ich das Fahrzeug privat so liebe, habe ich ein riesiges Fotoalbum-Konvolut zu Hause. Hier 2 Stapel mit den schönsten Bildern. Und ich gucke die jetzt gerne mit Ihnen an, habe ein bisschen was markiert, was ich zeigen würde. Ansonsten würde ich sagen, blättern wir sie einfach mal durch. Ich hoffe, dass Ihnen das Freude macht und Sie sich nicht an die Urlaubsdias von Tante Gertrud erinnern, als man auch stumm da sah und anderen beim Bilderzeigen zugucken musste. Legen wir los. Ich räume ich die beiden mal ein bisschen zur Seite. Ich habe diese Fotoalben als Konvolut von jemandem übernommen. Das ist also nicht so, dass ich jetzt zu jedem Fahrzeug der Model Car World oder der Model Car Group solche Fotoalben parat hätte. Das ist jetzt einfach mal ein Einzelfall. Ich habe sie nicht einsortiert, ich habe sie so übernommen, ich wollte sie auch so lassen. Ich habe einige Fotos vorher markiert. Fangen wir doch einfach mal an. Teilweise sind es wunderschöne historische Fotos, teilweise zeigen die Fotos Fahrzeuge im heutigen historischen Rennsport, aber es sind noch sehr, sehr viele original klassische Fotos vorhanden. So. So, ich habe hier mal herausgegriffen. Das angesprochene Unfallfahrzeug. Hier wollte ich einfach mal zeigen, wie heute im historischen Rennsport gefahren wird. Nicht einfach, es ist nicht eine Veranstaltung, bei der alte Herren ihre Fahrzeuge vorführen, sondern da wird richtiger Rennsport geboten. Da geht es richtig zur Sache. Hier sehen wir Betankung vom Fahrzeug, wie das erfolgt. Der DOAC mit den 2 oben liegenden Nockenwellen. Ich habe hier mal 2 Bilder markiert und rausgesucht, die klassische Renntransporter zeigen. Alan Mann, zum Beispiel Racing Limited, war ein sehr erfolgreiches Rennteam, was mit Ford Cortina Lotus fuhr. Der bekannteste Fahrer oder später bekannteste Fahrer aus dem Team war Jackie Stewart, der später 3-mal Formel-1 Weltmeister wurde. So. Hier haben wir dazwischen mal einen Ford Cortina GT, keinen Lotus, zu erkennen am verchromten Kühlergrill. Hier haben wir auch einen bekannten Fahrer, der sehr erfolgreich damals auf Lotus fuhr, Jack Sears, zusammen mit Sir John Whitmore, der erfolgreichste Fahrer in England. So, ich mache das jetzt ganz schnell. Alle Fotoalben mute ich Ihnen nicht zu. Hier habe ich ein Foto gefunden. Habe ich jetzt rausgesucht wegen diesem Schriftzug Police. Ich weiß nicht, ob das ein Scherz war, ob sich jemand das Police-Schild ans Fahrzeug gemacht hat oder ob es damals, ob er auch im Polizeieinsatz war. Ich fand es einfach wert, einfach mal das zu zeigen. So, hier habe ich noch mal was rausgesucht
Foto zeigt Jim Clark, bei der Fahrerbesprechung auch späterer Formel-1-Weltmeister. Auch er hat seine große Karriere auf eben diesem Ford Lotus begonnen. Jim Clark haben wir gleich nochmals. Hier haben wir ein Foto vom Lotuswerk, wo 1, 2, 3, 4, wo 5 der 1000 produzierten Fahrzeuge stehen. Es ist erstaunlich, was der Herr oder die Dame, die die Fotoalben angelegt haben, alles zusammengetragen haben. Ich finde es klasse, die Vielfalt. Hier nochmal ein schönes Foto habe ich ausgesucht. Zeigt auch Jim Clark, und zwar in den USA, in Sebring 1965. Der große Pokal zeigt eindeutig, er hat gewonnen und kriegt sogar noch ein Küsschen ab von Miss Sebring, was ihm anscheinend ganz gut gefällt. So, eine weitere Größe neben Jackie Stewart und Jim Clark war der Belgier. Welcher Belgier? Ganz klar, es gab den großen belgischen Rennfahrer in den 60er, 70er Jahren, das ist Jackie X. Habe ich hier nochmal ein Bild von ihm. Ist ganz bewusst von mir ausgewählt. Es gibt hier viele Bilder von Jackie X am Steuer. Er war damals bekannt. Ich glaube, es hat niemand so viel Ford Cortina Lotus kalt verformt, zu Schrott verarbeitet wie Jackie X. Es gibt unheimlich viele Bilder. Das ist nur eins symbolisch, wo er einfach einen Schaden verursacht hat. Auch dieses Album muss ich ganz schnell durchgehen. Im nächsten habe ich ein Bild vorher rausgesucht. Ja, da sind wir nochmal beim Thema. Dreimal dürfen Sie raten. Kann man das so erkennen oder spiegelt es? Hier, dreimal dürfen Sie raten. Wer war der Fahrer? Jackie X. So, auf das Album bin ich besonders stolz. Das ist nämlich eine Sammlung mit Originalautogrammen der Fahrer. Und zwar verschiedener Meister weltweit. Hier haben wir Carlo Zuccoli, italienischer Meister, Rallye-Meister des Jahres 64. Wir können das übergangslos weitermachen. Wir haben hier Erik Berger, war schwedischer Ice-Champion des Jahres 65. Wir gehen ins nächste Land, bleiben in Schweden. Bo Ljungfeld, schwedischer Meister, Rallye-Meister. So, ich habe hier rausgesucht Harry Viert, australischer Champion auf der Rundstrecke. Wir haben hier den Gerd Greit, österreichischer Champion. Wir haben hier alles Ford Cortina Lotus. Wir haben hier den Jørgen Nielsen, dänischer Meister. So, wir haben hier ein Foto, was ich auch schön fand und Ihnen unbedingt zeigen wollte. Die Entwicklung, Nachfolger des, wie ging es denn weiter nach dem Lotus, nach dem Ford Cortina? Wir haben hier Ford Cortina Mark I, hier hinten verdeckt Ford Cortina Mark II. Wir hatten dann Mark III von 1971. 71 ist auch das Jahr, in dem in Deutschland bei uns von Ford Köln der Ford Taunus vorgestellt wurde. Haben deutliche Ähnlichkeiten, haben beide die berühmte Knutzennase. Beide Fahrzeuge haben auch optisch Ähnlichkeiten. In England folgte man eher dem Coke Bottle Style, das heißt mit der starken
Hüftschwung. Darauf hat man beim Ford Taunus verzichtet. Später, hier sehen wir auch wieder ein Ford Cortina, könnte aber auch, wenn es Lenkrad auf der anderen Seite wäre, ein ganz normaler Ford Taunus sein. Dann endlich hat man sich soweit besonnen und die verschiedenen Entwicklungskosten in England und Deutschland eingespart und hat sich zusammen auf ein Fahrzeug geeinigt. So, hier haben wir ein Foto, was laut Unterschrift Nick Mason zeigt. Wer von Ihnen kennt Nick Mason? Nick Mason ist der Schlagzeuger gewesen von Pink Floyd. Allerdings die Unterschrift zeigt die Unterschrift von Tony Mason. Und Tony Mason war der Beifahrer von Roger Clark. Also gehe ich davon aus, dass es hier sich nicht um Nick Mason, sondern Tony Mason handelt. Ich hatte in den 90er Jahren mal ein Gespräch zufälligerweise in Brands Hatch mit Nick Mason. Ist 30 Jahre her. Ich könnte nicht mehr sagen, ist es, er hat gewisse Ähnlichkeit oder ist es nicht. Ist es Tony Mason? Ich denke einfach, dass der nette Mensch, der das Fotoalbum angelegt hat, sich einfach nur im Vornamen vergriffen hat. Jetzt. So, das Bild habe ich rausgesucht, weil es einfach ein sehr seltenes Farbbild aus der damaligen Zeit ist. Rallye-Sport ohne Helm, ohne Überrollbügel, ohne jegliche Sicherheit. Das ist irgendwo in Bergen, wahrscheinlich 50 Meter weiter, ein Abhang mit 300 Meter. Aber in den unerschrockenen 60er Jahren war das kein Grund, einen Helm aufzuziehen oder sonst irgendwas für die Sicherheit zu tun. Dieses Bild ist auch aus Sebring, habe ich rausgesucht, weil es zufälligerweise hinten in der Bandenwerbung auch noch Werbung zeigt für den Cortina. Keep your eyes on the Cortina. Klarer Hinweis, schaut nach den Cortinas während des Rennens sowieso. Da ist die Action geboten, da ist am meisten los, da sieht man die meisten Drifts. So, das ist auch noch ein recht seltenes Bild aus dem Lotus-Werk oder Werkstatt, je nachdem, wie man die kleine Fabrik bezeichnen möchte. Man sieht deutlich, wie Wettbewerbsfahrzeuge vorbereitet werden. Es stehen 2, 3 zivile Fahrzeuge. Das ist der Fantasie eines jeden überlassen. Was er darin sieht, werden daraus Wettbewerbsfahrzeuge, womöglich spätere Sieger oder was auch immer. Ich fand es ein schönes Bild, wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. So, die beiden Fahrzeugbilder habe ich ausgesucht. Sie stammen von Ford und zwar aus den 2000er Jahren. Einfach um zu zeigen, dass Ford recht stolz auf das Modell ist, die Tradition nicht verleugnet, sondern immer wieder mit dem Lotus und mit dem Ford Cortina auch heute noch bewirbt und arbeitet. Hier ist übrigens das Brot- und Butterauto, wie hier in England als 1200er oder 1500er sehr gut verkauft wurde. Hier gegenüber das Rennfahrzeug. Hier ein weiteres Farbfoto. Es ist der East African Sieger 1964. Das ganze Team, der Fahrer, alles zeigt stolz die Pokale. Das Fahrzeug hat überlebt. Hier haben wir Jackie Stewart am Steuer. In der typischen Alan Mann Lackierung ist ein Schwarz-Weiß-Foto, kann man nicht erkennen, entspricht aber exakt dem roten, den ich Ihnen vorhin vorgestellt hatte. Rotes Fahrzeug, goldene Lackierung an den Seiten. Die Farbgebung ist übrigens recht interessant. Man sagt, Lotus hätte alle Fahrzeuge nur in dieser Farbgebung ausgeliefert, in diesem ganz hellen Helelfenbein zusammen mit einem grünen Streifen und einem grünen Heck.
Da gibt es aber widersprüchliche Aussagen. Durchaus sollen auch andere Fahrzeuge, gerade zu Wettbewerbszwecken, direkt ab Werk in anderen Farben ausgeliefert worden sein. So, hier ist ein komplettes Album. Hier hat ein besonderer Glückspilz in Texas einen Scheunenfund gemacht und genau so ein Lotus gefunden. Dicke Staubschicht, war ein Glücksfall, denn die Bilder, die dann das Innere vom Fahrzeug zeigen, die belegen, die Staubschicht hat sie nicht geschützt. Ja, hier war mal Wasser gestanden, aber absoluter Glücksfall, sowas in der Scheune zu finden. Die Fahrgestellnummer zeigt, dass es ein originaler Lotus war. Ja, Staub schützt, hier keine Durchrostungen. Motor. Ja. Innenraum. Ist ein Glücksfall, sowas zu finden. So, wir kommen zum Ende. Hier habe ich nur, das sind alles Fahrzeuge aus dem historischen, heutigen historischen Motorsport. Kann ich jedem empfehlen, mal zum Hockenheimring, zum Nürburgring zu fahren, sich die historischen Rennserien anzugucken. Und ich bin sicher, Sie werden danach genauso schwärmen wie ich vom Ford Cortina Lotus. Hier haben wir nochmal Polizei. Ist aber auch nicht sicher, ob das ein restauriertes Fahrzeug, ob sich da heute jemand einen Spaß gemacht hat und es so restauriert hat oder ob es original war. Hier in diesem Album habe ich ja nochmal ein Foto rausgesucht, aber haben wir ja vorhin schon gesehen im Werk. Hier hatte ich rausgesucht, hier ist eine Kopie vom originalen Prospekt damals. Auto konnte man ja ganz normal erwerben, ist dann nicht nur für Sportzwecke gemacht, 1000 Stück musste man so anbieten, hätten sie sich nicht verkauft. Fahrzeug kostete übrigens damals exakt das Doppelte als ein 1200er in der Normalausführung. Die Leistung, die serienmäßige, war damals beim 1200er waren es 48 PS und beim Cortina Lotus waren es dann 106 PS. Hört sich nach heutigen Verhältnissen sehr wenig an, aber das Auto wog nur 850 Kilo und ein Golf GTI, der 12 Jahre später erst kam, hatte die gleiche PS-Zahl und das gleiche Gewicht. Also man war dem GTI schon 12 Jahre voraus. Und mit 106 PS war auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Die Wettbewerbsversionen, die man bei Lotus dann schon getuned kaufen konnten, hatten 120 oder 140 PS. Im historischen Rennsport spricht man heute von bis zu 220 PS, was man aus dem klassischen Lotus-Motor rausholen kann. So, dieses Foto zeigt zur Abwechslung mal den Ford Cortina nur im Hintergrund. Dafür eine ganze Flotte junger Mädchen, die im Werbeeinsatz waren. So, hier haben wir ein Fahrzeug, was die Vielfältigkeit, ein Foto, was die Vielfältigkeit des Fahrzeuges zeigt. Der Lotus war nicht nur auf der Rallye-Piste, der war nicht nur auf der Rundstrecke, er war auch bei Langstrecken-Relais unterwegs. Hier sehr erfolgreich bei London-Sydney zum Beispiel. So, das letzte Album. Das ist ein Original-Werbefoto von Ford Britain. Man weiß sofort, um welche Rallye es sich handelt. Es ist nämlich die schottische Rallye, zu erkennen, der Herr am Fahrzeug trägt Schottenrock.
So, nun haben wir auch Jackie Stewart noch in Farbe. Am Renntransporter sieht man, es war das Allen Man Rennteam in den rot-goldenen Farbgebungen, wie wir es beim MCG-Modell schon gesehen haben. Ein Fahrer fehlte noch, ein sehr prominenter Fahrer. Das ist Vic Elford bei der Rallye Monte Carlo. Vic Elford, später sehr erfolgreicher Fahrer auf Porsche 917, ist im Brekina-Programm bestens bekannt, aber hier ist er auf Lotus unterwegs. Hier habe ich nochmal einen Renntransporter für Sie rausgesucht. Team Lotus unterwegs. Den Renntransporter kennt man von Matchbox aus den 60er, 70er Jahren. Hier ist das Originalfoto dazu, beladen mit einem Ford Cortina Lotus. Hier nochmal 3 Stück auf der Rennstrecke. Jack Sears, Sir John Whitmore und Jackie Stewart. Und den Abschluss unserer kleinen Exkursion macht Jim Clark bei der britischen Tourenwagen Championship im Jahr 65. Ja, steht ja drunter sogar. So, das war's. Ich hoffe, ich habe Sie nicht gelangweilt. Sie fühlten sich nicht wie bei Tante Gertrud und Sie fanden es genauso interessant wie ich. Und vielleicht hat der ein oder andere seine Liebe jetzt gefunden zu diesem Fahrzeug und würde mich freuen, Sie nächste Woche wiederzusehen. Tschüss.